Wir sind Tobi und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. Guten Morgen aus unserem Notfallcamp für gestern Nacht. Ich glaube, wir haben ziemlich gut geschlafen. Hier und da. Du nicht, okay, aber ich habe sehr tief geschlafen. Mir tut aber dafür alles weh. Ich denke mal, Tobi auch. Wir räumen auch gerade zusammen. Deswegen sieht es hier so aus, wie es aussieht. Und wir müssen gucken, wie wir heute vorankommen. Am Ende müssen wir dann eben auch mal ein paar Strecken laufen. Tschüss, schöner Campingplatz. Schöner Waldcamping-Spot. Danke, dass wir hier übernachten durften. Und nicht irgendwo im Hinterhof von jemandem, wo wir nicht sein dürfen. Es ist unerträglich. Die Viecher zerstechen uns einfach. Sieht man das? Wie die hier rumfliegen. Furchtbar. Und da wartet schon der nächste Berg auf uns. Oh, 3 Kreuze, wenn wir das geschafft haben. We found someone who drives us. Hi. Peter! That's Peter here from Quebec and he drove us to his home. And here's Grizzly. Ein Monster. The excited monster, yeah. Hat uns jetzt mal kurz mit zu sich nach Hause genommen, damit wir duschen können und uns frisch machen können. Und dann fährt er uns nach Pierce oder irgendwo anders hin. Hier ist Bruno, unser Fahrer, der war früher selber Hitchhiker in Australien. Die gehen jetzt ein bisschen Bier trinken und sich was angucken und wir machen jetzt hier Frühstück. War gerade so ein bisschen wie so ein Hippie-Ride. Ja, stimmt. So ein wie früher. Bus voller Leute, die sich irgendwie gerade erst getroffen haben, obwohl es glaube ich nicht so war. Aber es war cool. Und wie fühlst du dich jetzt? Entspannt. Entspannt. Ja. Ausnahmsweise mal, oder? Das tut wirklich sehr gut jetzt, diese kleine Pause und dass wir jetzt jemanden gefunden haben, der uns noch nach Pierce oder Percé fährt. So, der liebe Bruno hat uns noch ein Bier geschenkt, ein Pale Ale oder ein Indian Pale Ale sogar aus der Region hier. Man hat uns an einen Campground gefahren, wo wir sogar den Pierce Rock sehen können, weswegen wir quasi hier sind.
Reise ist echt abgefahren. Ist echt cool hier. Die ganzen neuen Eindrücke, die ganzen Erfahrungen, die wir hier gesammelt haben. Das macht schon echt Spaß, auch wenn es manchmal echt anstrengend ist, aber wir treffen so viele coole Leute hier, die so hilfsbereit sind und uns so viel ermöglichen, einfach dadurch, dass sie uns ein Stück mitnehmen. Und durch die Gespräche und was wir alles lernen, das ist einfach unglaublich schön. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, das einfach mal zu sagen, wie abgefahren das ist. Echt schön. Das Leben ist schön. Guten Morgen. Heute gibt's Frühstück aus dem Zelt. Hier ist wenig Platz. Propangasflaschen immerhin gut belüftet noch. Oder nur im Freien. Was ist denn gut belüfteter Raum? Geht nicht anders, denn es regnet. Was sollen wir machen? Heute, beziehungsweise anders, wir haben uns ja dazu entschieden, noch eine zweite Nacht zu bleiben, um ein bisschen zu chillen und nicht so einen Stress zu haben, dass wir vorwärts müssen. Und heute gehen wir zu einer Grotte, La Grotte. Die ist oben auf dem Berg. Und genau, das Wetter ist nicht so geil. Zumindest regnet es nicht, also eigentlich ist es ganz geil. Wir fragen uns gerade, ob das da am Himmel die Rauschwaden sind, die vom Norden Quebecs herüberziehen. Denn da wir ja viel mit den Locals im Austausch stehen, haben wir erfahren, dass die Rauschwaden auch hier rüberziehen, über Gaspésie. Und das wäre schon sehr beängstigend, weil eigentlich ist es sehr warm heute. Man spürt das, ich habe auch gerade Sonnencreme im Gesicht. Ich hoffe nicht mehr viel. Also man spürt die Wärme, aber es ist halt bewölkt. Das ist ganz komisch irgendwie. Danger! Angekommen an der Grotte und in unserer Heimat würde man sagen, ist dicht stiech hier. Sehr, sehr, sehr neblig. Einfach durch die hohe Luftfeuchtigkeit, denke ich mal. Ich werde jetzt nochmal hier hochstapfen. Das haben wir von unserem Zeltplatz aus gesehen. Das ist das Ende der Seilbahn. Hier geht so eine Seilbahn drüber, über den Berg. Das sah eigentlich ganz abenteuerlich aus. Und da kann man wohl oben stehen und mal ein bisschen gucken. Die Seilbahn ist zu. Hätte ich mir auch denken können. Aber ich hätte wahrscheinlich eh keine Aussicht gehabt, weil... Hier ist noch eine kleinere Zipline. Hat er uns gerade erzählt, der Parkbetreuer oder der Zipline-Betreuer, dass man hier mit 54 Meilen runterzischen kann.
Wollen wir mal auf der Karte gucken, wo wir lang gelaufen sind. Also irgendwo hier hinten ist unser Zeltplatz. Und da sind wir jetzt.